Bitte, im Garten wartet mein Kind auf mich. Töten Sie mich nicht. Das waren die letzten Worte einer jungen Frau auf dem Weg zum Kindergarten. Später wurde sie mit eingeschlagenem Schädel aufgefunden. So beginnt unsere heutige Geschichte. Das Wort Maniac ist erst vor relativ kurzer Zeit, vor etwa 40 Jahren, in den allgemeinen Wortschatz unserer Bevölkerung aufgenommen worden. Davor sprach man einfach von Geisteskranken, Vergewaltigern und Mördern. Der heute populäre Begriff hat keine rechtliche Grundlage und jeder interpretiert ihn auf seine Weise. In unserer Stadt ist ein Maniac. Diesen Satz hört man sowohl in Gesprächen von Jugendlichen als auch von älteren Menschen. Er wird immer mit einer besonderen Bedeutung und einem besonderen Tonfall ausgesprochen und soll als Signal für eine unbekannte, aber schreckliche Bedrohung dienen. Und so hörte Saratow vor mehr als 50 Jahren zum ersten Mal. Der Maniac ist los. Äußerlich sah er überhaupt nicht wie ein Wahnsinniger aus. Ein gut aussehender Mann mit dichtem, lockigem Haar und großen, ausdrucksstarken Augen. Frauen fanden ihn sehr attraktiv und gingen leicht auf ihn zu. Und dann schlug er ihnen mit einem Eisenstab heftig auf den Kopf, so heftig, dass der Schädel zersplitterte. Er verübte seine Misshandlungen in den letzten Augenblicken seines Opfers. Wer war er also? Einer der ersten und grausamsten Maniacs von Saratow? Was trieb ihn zu seinen Verbrechen? Und die wichtigste Frage, warum wurde er, abgesehen von der Polizei und den Einheimischen, auch von anderen Maniacs gesucht? In letzter Zeit hat YouTube den Kanal stark aus den Empfehlungen herausgenommen. Ich möchte jeden von Ihnen bitten, liken Sie das Video jetzt und schreiben Sie einen Kommentar, damit wir die Algorithmen von YouTube knacken können. Wenn Ihnen das Video nicht gefällt oder Sie es nicht weiter ansehen möchten, können Sie den Like jederzeit wieder entfernen. Ich möchte daran erinnern, dass Sie nicht die schreckliche Geschichte bewerten, sondern meine Arbeit an dem Video. Ich habe 30 Jahre gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Saratow, 1974. Ein Weg in der Nähe der Eisenbahn. Ein Mann eilte zum Zug, als er plötzlich auf dem Weg im Schnee einen Pantoffel sah. Etwas weiter lag noch einer. Was war passiert? Nach ein paar Sekunden hörte der Mann ein Stöhnen. Im Schnee lag eine grauhaarige Frau. Blut lief ihr aus dem Kopf. Sofort wurde ein Krankenwagen gerufen. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Unter dem Mantel der Frau befand sich nur ein Nachthemd. Darauf war der Stempel eines Alten- und Behindertenheims in Saratow zu sehen. Die Ärzte versuchten mehrere Stunden lang alles, um sie zu retten. Doch es gelang ihnen nicht, die ältere Frau wiederzubeleben. Bald konnten die Ermittler die Identität des Opfers feststellen. Es handelte sich um Valentina Tuchkova. Es war unklar, wie sie das Gelände des Altenheims verlassen und so weit wegkommen konnte. Alle waren sich einig, dass es sich um einen ungeklärten Mordfall handelte. Es würde praktisch unmöglich sein, den Täter zu finden. Denn wer könnte eine wehrlose alte Frau so brutal angegriffen haben? Die Version eines Raubüberfalls schied sofort aus. Valentina hatte nicht einmal eine Handtasche bei sich. Nur ein paar alte Filzstiefel. Der Fall war für die Polizei unangenehm. Daher wurde im Protokoll vermerkt, dass es sich um einen Unfall beim Gehen handelte. So begann die Geschichte eines der gnadenlosesten und furchtlosesten Serienmörder der UdSSR. Nach einiger Zeit ging ein Anruf bei der Polizeiwache ein. In der Nähe des Stadions wurde die Leiche einer anderen Frau gefunden. Die Ermittler, die zum Tatort kamen, stellten fest, die Frau hatte eine eingeschlagene Schädeldecke, ihre Kleidung war zerrissen. Es sah aus, als hätte ein wildes Tier die Frau angegriffen. Die Identität der jungen Frau konnte fast sofort festgestellt werden. Die Unglückliche war die 30-jährige Natalia Seljatina. Der Fall wurde den Ermittlern aus Saratow übertragen, doch die örtliche Polizei hielt den ähnlichen Fall mit der Rentnerin aus dem Seniorenheim vor der Presse geheim. Angeblich sei die alte Dame selbst gestürzt. Es ist etwas ganz anderes, wenn eine junge Frau von einem Verbrecher angegriffen wird. Ein Fall wird zu den Akten gelegt. Das ist es dann. Das ist keine Redewendung. Das ist Einstellung. Also eröffneten erfahrene Kriminalbeamte ein Strafverfahren, ohne zu ahnen, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Sie überprüften alle vorbestraften und psychiatrisch registrierten Personen. Das Ergebnis war erfolglos. Niemand ahnte, dass der Mörder sich bald selbst zu erkennen geben würde. Jahr 1974. Saratow, Russland. Flusshafenviertel. Ein Schüler, der in der Nähe spazieren ging, entdeckte eine Tasche mit einem Kalach. Nach ein paar Schritten blieb der Junge erschrocken stehen. Der Schnee unter seinen Füßen war voller Blut. Und etwas weiter entfernt sah er eine Leiche.
Die herbeigeeilten Sanitäter fanden das zerfleischte Opfer, das mit Ästen bedeckt war. Es handelte sich um die Buchhalterin Tatjana Larina. Sie hatte 2 Kinder, die nun Waisen waren. Nicht weit vom Tatort war zuvor auch Natalia Seljatina gefunden worden. Die Tatweise stimmte überein: Schlag auf den Kopf und zerrissene Kleidung. In Saratow gab es noch keine Serienmörder. Daher wusste niemand, wie man einen Verbrecher fängt. Die Ermittler mussten intuitiv nach ihm suchen. Die Ermittlungen gingen in diese Richtung. Sie überprüften diejenigen, die Frauen gegenüber zu offen waren. Und sehr bald konnten sie wichtige Informationen erhalten. Es gab eine Anzeige. In einem der Unternehmen zwang der Chef die Frauen in der Nachtschicht zu arbeiten, und wenn er mit ihnen allein war, wurde er handgreiflich. Der Schichtleiter der Chemiefabrik in Saratow verführte seine Untergebenen während der Nachtschicht zu sexuellen Handlungen. Die Ermittler fanden heraus, dass beide getöteten Frauen genau in diesem Kombinat arbeiteten. Waren sie wirklich Opfer ihres eigenen Chefs geworden? Die Ermittler hatten einen Plan, den Verdächtigen auf frischer Tat zu ertappen. Sie erschienen zur Nachtschicht. Der Weg wurde ihnen von einer Informantin gezeigt, die ihren Chef angezeigt hatte. Als sie das Büro betraten, beschuldigten die Beamten den Mann. Doch eine Frau, die bei ihm war, sprang zu seiner Verteidigung. Sie erklärte, dass Alexei Iwanowitsch ein anständiger Mensch sei und sie sich lieben würden. Später stellte sich heraus, dass die Informantin ihren Chef aus weiblicher Rache verleumdet hatte. Die Ermittler waren enttäuscht. Sie waren überzeugt, den Mörder fast gefasst zu haben. Am Ende hatten sie jedoch Zeit verloren. Und genau in dieser verlorenen Zeit verübte der Mörder einen weiteren Angriff. Das Opfer war Raisa Dubova, 47 Jahre alt. Ihre Leiche wurde auf einem Brachgelände unweit des Fundorts der beiden vorherigen Opfer gefunden. Und nun gab es bereits 3 brutale Morde. Frauen wurden einfach auf den Straßen der Stadt erschlagen und die Strafverfolgungsbehörden konnten nichts tun. Alle waren entsetzt. Nach dem nächsten Mord beschlossen die Ermittler jedoch, die mutmaßlichen Tatorte zu überwachen. Im gesamten Zawodski-Bezirk wurden pro Jahr 8 bis 10 Straftaten begangen. Und hier, innerhalb von 3 Tagen, 3 Verbrechen. Es war zu gefährlich, den Mörder auf frischer Tat zu fassen. Der Täter tötete die Frauen mit einem einzigen Schlag. Die Beamten hätten es möglicherweise nicht rechtzeitig zu ihnen schaffen können. Deshalb wurde beschlossen, verdeckte Ermittler mit Perücken und Frauenkleidern einzusetzen. Die Ermittler aus Saratow riskierten ihr Leben, aber es gab keinen anderen Ausweg. An einem Abend ging ein als Frau verkleideter Ermittler am leeren Ufer der Wolga entlang. Ein vorbeikommender Mann blieb für einige Sekunden stehen und stürzte sich kurz darauf auf ihn. Die Beamten, die den Täter überwältigten, fragten sich, warum hat er mit bloßen Händen zugeschlagen und nicht wie üblich mit einem Stock oder einem Ziegelstein? Bei der Vernehmung gab der Verdächtige darauf folgende Antwort: Ich habe gemerkt, dass es ein Mann ist, der sich als Frau verkleidet hat. Wir sind hier in Saratow, nicht in den USA. Solche Abweichungen brauchen wir hier nicht. In der Zwischenzeit verbreiteten sich beunruhigende Gerüchte in der Stadt. Saratow geriet in Panik. Die Menschen hatten Angst um ihr Leben. Aber niemand wusste, wer der Mörder war. Er hatte keine einzigen Spuren hinterlassen. Doch bei seinem nächsten Angriff unterlief dem Verbrecher ein Fehler. An diesem Morgen war die 25-jährige Svetlana Bukalova auf dem Weg zur Arbeit und beobachtete etwas Ungewöhnliches. Vor ihr ging eine Frau den Weg entlang, hinter ihr ein Mann. Plötzlich waren beide verschwunden. Die neugierige junge Frau ging ein Stück weiter, spähte in ein zerstörtes Haus und schrie auf. Sie sah, wie sich der Mann über eine liegende Person beugte. Als er Svetlana sah, schrie er sie an, sie solle verschwinden. Die Zeugin wandte sich sofort an die Polizei und zeigte den Ort des Geschehens. Glücklicherweise verlor das Opfer das Bewusstsein und der Mörder hielt sie für tot. Er ließ sie zurück. Das Opfer war Olga Igoschina, die durch einen Schlag auf den Kopf ihr Gedächtnis verloren hatte und sich nicht mehr an die letzten Jahre ihres Lebens erinnern konnte. Svetlana Bukhanova hatte sich jedoch das Gesicht des Täters gut gemerkt. Anhand ihrer Beschreibung wurde ein Phantombild erstellt, das die Ermittler sehr überraschte. Die Zeugin bestand darauf, dass der Mann jung und sehr attraktiv war. Er sah aus wie ein Filmstar aus einem Magazin, kastanienbraunes Haar, große dunkelgraue Augen. Svetlana erzählte, dass ihr sogar die Stimme des brutalen Mannes schön, klangvoll und samtig vorkam. Noch am selben Tag wurde in Saratow die Jagd auf gut aussehende Männer eröffnet. Und schon kam der nächste Hinweis an die Polizei, diesmal aus einem Bus. Am nächsten Morgen fuhr Staatsanwalt Moisejew mit dem Bus zur Arbeit,
als er einen verdächtigen Mann bemerkte. Dieser starrte Frauen unverschämt und unverhohlen an und sah den gesuchten Mann sehr ähnlich. Aber das Wichtigste war, dass der Staatsanwalt buchstäblich spürte, dass er es mit einem Verbrecher zu tun hatte. Allerdings konnte er ihn nicht einfach so festnehmen, schließlich war er allein und unbewaffnet. Da beschloss Moisejew, zum Fahrer und zum Schaffner zu gehen, zeigte seinen Ausweis und sagte: »Bitte halten Sie bei der Polizeistation Zawodskogo. Im Bus befindet sich ein Verbrecher.« Der Fahrer brachte den Verdächtigen direkt zur Polizeistation und der Schaffner half, den Verbrecher festzuhalten und ihn bis zur Tür zu begleiten. Der Festgenommene war tatsächlich sehr verdächtig. Es handelte sich um den 29-jährigen Andrei Bulanov. Er war wegen mehrerer Übergriffe und eines Mordes verurteilt worden. Jahr 1974 war er auf Bewährung entlassen worden. Bei der Vernehmung bestritt der Mann kategorisch seine Beteiligung an den Verbrechen. Dann wurde die einzige Zeugin Svetlana zur Identifizierung herbeigeholt. Sie sagte mit leiser Stimme: »Das ist er nicht.« Man wollte Bulanov jedoch nicht so schnell freilassen. Der Abteilungsleiter beschloss, mit Hilfe eines ehemaligen Serienmörders den Aktuellen zu fassen. Der erfahrenste Ermittler kam und fragte Bulanov nach seiner Meinung, ob er glaube, dass er helfen könne, den neuen Mörder in der Stadt zu fassen. Bulanov überlegte und sagte dann unerwartet: »Mich haben die Beine in den High Heels angezogen.« Da wurde dem Ermittler klar, die Opfer des Mörders müssen auch ein gemeinsames Merkmal haben. Der Abteilungsleiter begann erneut, die Fälle der getöteten und überlebenden Opfer zu untersuchen und stieß auf einen sehr wichtigen Hinweis. Alle Opfer des Mörders von Saratow hatten Zöpfe. Die Strafverfolgungsbehörden hielten sofort Versammlungen in den Unternehmen der Stadt ab. Frauen wurden strikt angewiesen, ihre langen Haare zu verstecken. Die Scheinopfer hingegen begannen, mit ihren Zöpfen zur Schau zu gehen. Die Ermittler hofften, dass der Mörder auf den Köder hereinfallen würde. Aber dieser schien etwas zu ahnen und tauchte unter. Und dann tauchte er an einem anderen Ort auf. Am späten Abend ahnte keiner der Bewohner des Hauses Nummer 7 etwas Böses. Alle gingen ihrem Alltag nach und waren schon bereit, schlafen zu gehen. In diesem Moment ging ein Mörder mit einer Leiter am Haus entlang. Er kletterte zu den Fenstern im ersten Stock und beobachtete die Frauen durch die nicht ganz geschlossenen Vorhänge. Das Ehepaar Kuleschow hörte nicht, wie sich das Fenster ihres Schlafzimmers öffnete. Sie sahen nicht, wie eine dunkle Gestalt in ihrem Zimmer erschien. Der Unbekannte nahm einen Stuhl und schlug ihn dem schlafenden Mann auf den Kopf. Zuerst schlug er mehrmals auf den Mann ein, der näher lag, auf den Kopf. Als er sich vergewissert hatte, dass dieser bewusstlos war, begann der Täter, die Frau zu schlagen. Als der Täter die Misshandlung der Frau beendet hatte, begann er den Inhalt der Schränke zu durchsuchen. Der Wahnsinnige war sich sicher. Die Opfer hatten nicht überlebt. Die Nachbarn hörten seltsame Geräusche und riefen die Polizei. Das Ehepaar Kuleschow wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie überlebten wie durch ein Wunder. Die Ermittler richteten ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Pferdeschwanzfrisur des Opfers. Die Angst, die Saratow erfasste, war so groß, dass ein Regiment der Innenstreitkräfte in die Stadt entsandt wurde. Das Militär durchkämmte das gesamte Gebiet, in dem der Mörder sein Unwesen getrieben hatte. Aber es wurden keine Spuren gefunden. Der Mörder bemerkte, dass er gesucht wurde, sogar vom Militär, und tauchte für ein halbes Jahr unter. Aber wie die Erfahrung zeigt, nimmt ein Mörder früher oder später seine blutige Jagd wieder auf. Jahr 1975, Region Saratow, Bezirk Krasnokutsk, Russland. Eine Leiche wurde am frühen Morgen von Arbeitern entdeckt. Das Opfer war die 50-jährige Lyudmila Pawlikowa. Die Frau lag in zerrissener Kleidung im Schnee und zeigte keine Lebenszeichen. Der Täter hatte versucht, ihr mit einem Metallrohr den Schädel einzuschlagen. Nachdem die Polizei über das neue Opfer mit derselben Vorgehensweise informiert worden war, gab der leitende Ermittler den Befehl: den gesamten Bahnhof abriegeln und niemanden rauslassen. Frauen und ältere Männer durften gehen, junge Männer mussten bleiben. Die Polizei von Saratow traf eilig am Tatort ein. Als sie die Festgenommenen musterten, fiel ihnen auf, dass alle äußerst gewöhnlich aussahen und keiner von ihnen besonders gut aussah. Es schien also kein Serienmörder am Werk zu sein. Doch bald darauf meldete ein Streifenpolizist eine wichtige Information. Am Bahnhof seien 13 junge Männer festgenommen worden, und einer von ihnen habe gesagt, er sei hier mit einem gewissen Valerij aus dem Dorf Djakowka gewesen. Und nun nähern wir uns dem Höhepunkt dieser Geschichte. Wenn Sie bis hierher zugeschaut und zugehört haben, verdient meine Arbeit vielleicht Ihr Gefällt mir und einen Kommentar.
Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie es bitte. Die Ermittler nahmen die Verfolgung des verdächtigen Mannes auf. Das Dorf Djakowka war ziemlich groß, es hatte mehr als 1000 Einwohner. Keiner der Einheimischen konnte die genaue Adresse des gewissen Valeri nennen, schließlich gab es 3 von ihnen im Dorf, alle angeblich gut aussehend. Die Suche nach dem mutmaßlichen Mörder musste vorsichtig erfolgen, Gerüchte verbreiten sich im Dorf sehr schnell, was den Verbrecher verschrecken könnte. Nachdem sie fast das ganze Dorf durchsucht hatten, blieben den Ermittlern noch einige Häuser, in denen Valeri sein könnte. Und dann stürmten die Polizisten eines dieser Häuser. Eine Frau öffnete die Tür. Als sie den Raum betraten, sahen sie einen schlafenden Mann. Nach ihren Angaben war er tatsächlich ein Krüppel. »Gott sei Dank«, rief einer der Bewohner. »Das Verbrechen ist aufgeklärt. Da ist er, der wahre Mörder.« Die Identität des mutmaßlichen Mörders wurde sofort festgestellt. Valeri Logwinow, 24 Jahre alt. Er arbeitet als Fliesenleger, ist verheiratet, hat 2 Kinder und ist nicht vorbestraft. Nach seiner Festnahme bestritt Logwinow zunächst seine Beteiligung an den Übergriffen und Morden. Nach einer Gegenüberstellung, zu der die Zeugin Svetlana eingeladen worden war, kam es jedoch zu einem für die Ermittlungen bemerkenswerten Vorfall. Bukanova identifizierte Logwinow eindeutig als den Täter und berührte seine Brust mit dem Finger. Daraufhin schloss Logwinow vor Vergnügen die Augen und sagte zu ihr: »Fass mich nochmal an.« Erst nach der Identifizierung gestand Valeri seine Schuld und begann, aktiv mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Also, Valeri Logwinow, geboren 1950 in der Region Saratow. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in einem sozialen Milieu. Sein Vater, Sakar Logwinow, zeigte Anzeichen einer psychischen Störung und war regelmäßig aggressiv gegenüber seinem Sohn und seiner Mutter. Nach Valerius eigenen Erinnerungen trug seine Mutter in ihrer Jugend lange Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Während der Streitigkeiten wickelte sein Vater ihr Zopf um seinen Arm und schlug die Frau, wodurch er ihr körperliche Schmerzen zufügte. Diese Szenen wurden für Logwinow zu einer traumatischen Erfahrung. Seitdem wurden für ihn in Zöpfe geflochtene Frauenhaare zum Symbol für Schmerz und zum Zeichen von Opferbereitschaft. Ende der 1960er Jahre schloss der zukünftige Mörder die Schule ab und zog nach Saratow. Dort erlernte er den Beruf des Fliesenlegers und fand eine Anstellung in einem der Hausbaukombinate. Am Arbeitsplatz wurde Valeri äußerst positiv bewertet, wodurch er Anfang der 1960er Jahre eine Wohnung in Saratow erhielt und eine Frau heiratete, die ihm bald ein Kind gebar. Nach Angaben von Bekannten der Familie war Logwinow attraktiv und athletisch gebaut und bei Frauen sehr beliebt. Doch 1973 begann Valeri einen pathologisch erhöhten Sexualtrieb und eine gesteigerte Aktivität an den Tag zu legen. Bald darauf begann er, eine Reihe von Übergriffen zu begehen. Bei der Vernehmung erklärte der Mörder den Ermittlern, dass seine Frau zum Zeitpunkt der Taten mit ihrem 2. Kind schwanger war und dass es keine intime Beziehung zwischen ihnen gab. Dies sei, so seine Aussage, der Grund für die Überfälle gewesen, da er unter pathologisch gesteigertem sexuellen Verlangen litt. Für seine psychischen und emotionalen Verhaltensprobleme machte er seinen Vater verantwortlich, der seiner Aussage nach seine Mutter misshandelt habe, indem er ihr die Haare um den Arm gewickelt und ihm damit ein tiefes psychisches Trauma zugefügt habe. Als Beweismittel für Logwinows Verbrechen wurden die Tagebucheinträge seiner Schwiegermutter, mit der er in Konflikt stand, von den Ermittlern beigefügt. Der Mann hatte den Ruf eines vorbildlichen Familienvaters und kehrte nach Feierabend immer nach Hause zurück. Nach seiner Verhaftung erklärte Valeris Schwiegermutter jedoch der Polizei, dass er zwischen Mitte 1974 und Mitte 1975 mehrmals spät abends nach Hause gekommen sei, ohne Gründe für seine lange Abwesenheit zu nennen. Die Frau notierte alle verdächtigen Handlungen ihres Schwiegersohnes und ihre Aufzeichnungen stimmten zeitlich mit den Übergriffen und Misshandlungen im Zawodski-Bezirk von Saratow überein. So kam Valeri laut den Aufzeichnungen seiner Schwiegermutter am 15. Dezember spät nach Hause und wusch lange Blut von seinem Hemd. Die Frau kam zu dem Schluss, dass er sich geprügelt hatte. Solche Übereinstimmungen gab es ihren Aufzeichnungen zufolge 13 Mal, während der Ermittlungsbehörden nur 5 Gewalttaten und 4 überlebende Opfer bekannt waren. Es konnte auch festgestellt werden, dass das erste Opfer, Valentina Tuchkova, von Valeri Logwinow getötet wurde und nicht durch einen Unfall ums Leben kam.
Daraufhin wandten sich die Strafverfolgungsbehörden mit Hilfe des Fernsehens an die Bevölkerung der Stadt mit der Bitte, bei den Ermittlungen zu helfen, und zeigten ein Foto des Mörders. In den folgenden Tagen meldeten sich 5 Frauen bei der Polizei in Saratow, die angaben, Mitte 1974 Opfer von Übergriffen durch Logwinow geworden zu sein. Nach den Übergriffen wurden ihre Aussagen jedoch von den Polizeibeamten nicht berücksichtigt. Genau diese Frauen wurden die ersten Opfer des Mörders, der zu diesem Zeitpunkt noch keine Menschen getötet hatte. Und vielleicht hätte man so viele Opfer verhindern können, wenn man sofort nach ihm gesucht hätte. Aber leider, in den Wochen nach seiner Festnahme gestand der Mörder während der Verhöre selbst diese Übergriffe sowie den Mord an einer 17-jährigen Frau, deren Leiche er in einen Brunnen geworfen hatte, und den Angriff auf eine junge Frau, die auf dem Weg zum Kindergarten war, um ihr Kind abzuholen. Logwinow erinnerte sich, dass das Opfer ihn angefleht hatte, sie loszulassen, mit dem Argument, dass ihr Kind sonst als Waise zurückbleiben würde. Aber er verschonte sie nicht und griff sie brutal an. Durch einen glücklichen Zufall starb die Frau nicht und überlebte. Fast alle Verbrechen beging Valeri im Zawodski-Bezirk von Saratow. Bei den Überfällen zeigte er ein wiederkehrendes Verhaltensmuster. Er griff Mädchen und Frauen in der Nähe von Brachflächen an, versetzte ihnen mit verschiedenen stumpfen Gegenständen schwere Schläge auf den Kopf und schleppte die Leiche des Opfers dann an einen dunklen, menschenleeren Ort auf der Brachfläche, wo er sie misshandelte. Vor dem Gericht schrieb Valeri seiner Frau viele Briefe, alle in Versform, und sprach sie mit Sie an. Über sich selbst schrieb er, der Ausgestoßene. Jahr 1976 befand das Gericht in Saratow Valeri Logwinow der 6 Morde und weiterer 10 Überfälle für schuldig. Daraufhin wurde er zum Tod durch Erschießen verurteilt. Nach der Urteilsverkündung schrieb der Mörder ein Gnadengesuch, das abgelehnt wurde. Im Jahr 1977 wurde Valeri Logwinow erschossen. Über ihn wurde ein Dokumentarfilm gedreht. Der Haarjäger aus der Reihe Die Ermittlungen gehen weiter mit Leonid Kanewski. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.